Montage des Gutta-Rechteckvordachs BS Timberline 160 200 250. Der Verpackungsinhalt. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Richtigkeit, Vollzähligkeit oder eventuelle Beschädigung der Produkte. Was wird zur Montage benötigt? Beachten Sie vor Beginn die Montagehinweise. Anbaumaße für das Dach. Beachten Sie die unterschiedlichen Anbaumaße für die verschiedenen Dachbreiten von 160, 200 oder 250 cm. Achten Sie auch auf die untere Mindesthöhe des Dachs für den Anbau des Seitenteils. Montage des Daches. Vorbereitung. Entnehmen Sie zuerst die oberen Z-Profile sowie die Acrylglasplatte und heben Sie dann den Innenrahmen mit der Holzfüllung heraus und legen Sie die Teile geschützt zur Seite. Legen Sie das Dach dabei flach auf den Boden und verwenden Sie den Karton als Unterlage. Montage des Außenrahmens. Heben Sie den Außenrahmen auf Endhöhe und richten Sie ihn mit der Wasserwaage waagerecht aus. Beachten Sie dabei die gewünschten seitlichen Maße. Fixieren Sie den Rahmen und zeichnen Sie die Bohrlöcher durch die Löcher in den Befestigungswinkeln an. Nehmen Sie den Rahmen danach wieder weg und bohren Sie die Löcher mit einem 12 mm Bohrdurchmesser in die Hauswand. Setzen Sie anschließend die Dübel ein und bringen Sie den Außenrahmen wieder in Position. Befestigen Sie den Rahmen an allen Befestigungspunkten mit den Wandschrauben 10 x 80 mm und Unterlegscheiben. Montage des Wasserspeiers und des Blindstopfens. Wenn das Dach ohne Seitenteil montiert wird, muss stattdessen an der Seite der Wasserspeier und gegenüber der Blindstopfen montiert werden. Der Wasserspeier wird durch den Rahmen mit der Schraube M5 x 50 mm mit dem Alublech verschraubt. Wird das Dach mit Seitenteil montiert, wird nur der Blindstopfen gegenüber dem Seitenteil angebracht. Montage des Innenrahmens und der Abdeckung. Bringen Sie das vorkomprimierte Dichtband rundum auf der Oberseite des Innenrahmens an. Setzen Sie danach den Innenrahmen mit der Holzfüllung in den Außenrahmen ein. Legen Sie jetzt die Acrylplatte auf. Entfernen Sie vorher die untere Schutzfolie und schlagen die obere an allen Seiten einige Zentimeter um. Passen Sie die Z-Profile oben ein und verschrauben Sie diese mit den Metallschrauben 5,5 x 25 mm. Ziehen Sie erst jetzt die Schutzfolie komplett von der Acrylglasplatte ab. Bringen Sie abschließend oben zur Wand hin eine Silikonfuge an. Montage des Seitenteils. Der Verpackungsinhalt. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Richtigkeit, Vollzähligkeit oder eventuelle Beschädigung der Produkte. Anbaumaße für das Seitenteil. Der Mindestabstand zum Boden beträgt mindestens 40 mm. Montage des Seitenteils. Vorbereitung des Seitenteils. Legen Sie das Seitenteil dabei flach auf den Boden und verwenden Sie den Karton als Unterlage. Entnehmen Sie zuerst die Z-Profile sowie die Glasplatte und heben Sie dann den Innenrahmen mit der Holzfüllung heraus und legen Sie alles geschützt zur Seite. Händeln Sie die Glasplatte unbedingt mit 2 Personen. Beachten Sie dabei, dass das Sicherheitsglas an den Kanten stoßempfindlich ist. Montage des Außenrahmens. Heben Sie den Außenrahmen auf Endposition und richten Sie ihn mit der Wasserwaage senkrecht aus. Beachten Sie dabei, dass das Seitenteil seitlich bündig mit dem Dach abschließt. Fixieren Sie den Rahmen und zeichnen Sie die Bohrlöcher durch die Löcher in den Befestigungswinkeln an. Nehmen Sie den Rahmen danach wieder weg und bohren Sie die Löcher mit einem 12 mm Bohrdurchmesser in die Hauswand. Setzen Sie die Dübel ein und bringen Sie den Außenrahmen wieder in Position. Befestigen Sie den Rahmen an allen Befestigungspunkten mit den Wandschrauben 10 x 80 mm und Unterlegscheiben. Einbau des Wasserablaufs.
Kleben Sie zuerst die 3 Abstandsklötze mit doppelseitigem Klebeband in den unteren Rahmen des Seitenteils. Danach wird die Führung des Ablaufschlauchs vorne im Rahmen eingeklebt. Öffnen Sie dann die Anschlussverschraubung und schieben Sie die Überwurfmutter über das Ende des Spiralschlauchs. Schieben Sie nun den Schlauch oben in den Stutzen ein und schrauben Sie die Überwurfmutter fest. Führen Sie dann den Spiralschlauch durch die untere Führung nach außen und schneiden den überschüssigen Überstand des Schlauches ab. Montage des Innenrahmens und der Abdeckung. Bringen Sie das vorkomprimierte Dichtband rundum auf der Außenseite des Innenrahmens an. Setzen Sie danach den Innenrahmen mit der Holzfüllung in den Außenrahmen ein. Setzen Sie dann die Glasscheibe mit 2 Personen vorsichtig ein. Beachten Sie dabei, dass das Sicherheitsglas an den Kanten stoßempfindlich ist. Legen Sie im letzten Schritt die Z-Profile passend ein und verschrauben Sie diese mit den Metallschrauben 5,5 x 25 mm. Die Platte muss von der zweiten Person sicher gehalten werden, bis die Profile mit dem Rahmen fest verschraubt sind. Sie haben es geschafft! Die Montage Ihres neuen Rechteckvordachs BS Timberline mit Seitenteil ist abgeschlossen.